Hallo, lieber Zuschauer, willkommen wieder auf meinem Kanal. Ich bin immer noch Kianik, mein Name hat noch nicht geändert. Und ja, willkommen. Heute reagiere ich auf ein Video. Das Video heißt, wie heißt das Video nochmal? Das Video heißt What's Life Like as a Foreigner in Germany? Nochmal auf Deutsch, was sieht das Leben aus in Deutschland? Ähm, ja. Wenn man ein Ausländer ist oder so. Und ja, ich würde dieses Video reagieren und ja, los geht's. You. Egypt, Australia. France, From Poland. China. From England. Lisbon, Portugal, Pakistan, Italy. Tunisia. What's life like as a foreigner in Germany? Yeah. That's a big question. Yeah. Ja, natürlich, das ist eine wichtige Frage, eine große Frage, die man immer fragen muss. As a foreigner like myself, people often wonder what's life like as a foreigner in Germany. Yeah. For you, what's life like as a foreigner in Germany? I mean, it's professionally much more freer than in India. And social, the language is a barrier, but once you can speak the language, I think it's a lot of opportunities open up. I mean, it's not the way that it is actually portrayed in the, widestream media or something. It's actually better. I think that I have here safety. Yes, very, very important for me because I come very small to Germany, you know. In the time when I come to here, I was very small guy. And I go to school with family and I don't can feel me like I'm from Brazil, but I am to live here. I am to die here. I mean, it's pretty enjoyable. Actually, Ja, der Mann hat wichtig gesagt, also Sicherheit ist sehr, sehr wichtig im Leben. Ich glaube, Sicherheit ist sehr wichtig im Leben. Und vielleicht, wenn man kommt aus Amerika, hat eine andere Meinung, bin auf eine andere Meinung. Aber in meinem Leben ist Sicherheit sehr wichtig. Und ja, Deutschland ist sehr, sehr sicher, man kann sagen, im Vergleich zu anderen Ländern. Und ja, das ist ein wichtiges Ding für viele Ausländer. Und ja, der Typ aus Indien hat gesagt, und ja, professionell Leben in Deutschland ist sehr schön. Und, also in Gesellschaft, aber also wenn mit Freunde zu finden, ist ein bisschen schwer, wenn man kein Deutsch spricht. Natürlich kann so viele ähm, Männer oder auch so viele Menschen in Deutschland Englisch sprechen, aber im täglichen Leben miteinander spricht die Deutscher normalerweise auch Deutsch. Und ja, es ist ein bisschen schwer als Ausländer, wenn vielleicht du hast 4 oder 5 deutsche Freunde und miteinander Deutsch spricht und immer, wenn sie mit die sprechen, muss sie zum Englisch übersetzen oder ändern, weil du kein Deutsch verstehst. Also du fühlst wie ein bisschen Fremde, aber wenn man Deutsch sprechen kann, ist es einfacher, Freunde zu finden, natürlich. I'm studying in the TUM University. It's pretty cool. Like the city is easy to live in. It's easy to find natural spaces to walk by. I don't know, like it's not that stressful. Like in France, you always find people walking. I don't know, like in a furious way, just agitating. Here it's more calm, relaxed. People are pretty nice to foreigners, so And like for me, it's really nice because as an artist in my country,
I don't feel so much appreciated. While in Germany, there is a big amount of people that appreciate dance and all kind of art form. So yeah, I mean, and Germany is cool. So People here are really nice, so they are really welcoming. And I just miss the food from back home. Yeah. And yeah, everything else is really nice. The weather could be a bit better. Yeah. But other than that, I've only been here for 1 year. And I think that 1 year has been amazing. So I met a lot of people from all parts of the world, because especially Munich is a very international city. Yeah, so for me it has been one hell of a ride, I would say. Yeah. Well, we both studied. Ja, der Typ aus Frankreich war es, oder? Nee, der andere Mann. Nee, aus Portugal. Also die Typ aus Portugal hat gesagt, Kunst in Deutschland ist sehr beliebt und sehr bekannt, und ich würde zustimmen. Also ich bin kein Künstler, aber ich würde sagen, also ich kenne so viele Leute, die Kunst in der Universität studieren. Also in meinem Land ist es ein bisschen, es ist nicht oft, dass du Künstler in der Universität studierst, aber hier in Deutschland es gibt so viele Musikhochschulen zum Beispiel, und ja, Künstler oder Künstlerinnen in Deutschland sind sehr beliebt. Und ja, aber Deutschland hat eine sehr rich oder sehr voll Gesichter mit Kunst. Wir haben so viele Sänger aus Deutschland in der Vergangenheit und so viele Komposer wie Mozart und wie, ja, ich bin kein Musikbuff, aber ich kenne, dass Deutschland eine sehr ähm, reiche Musikgeschichte. Ja, der Mann hat über das Wetter, der Mann von Afghanistan hat was über das Wetter gesprochen. Ich finde das Wetter ein bisschen okay. Also normalerweise ist es anders von meinem Land. In meinem Land, wir haben nur zwei ähm, Saison, und in Deutschland, wir haben vier normalerweise. Aber ich wohne in Freiburg, ist nicht so kalt wie andere deutsche Städte. Also vielleicht ist es nicht so ein genauer Vergleich, aber ja, es ist vielleicht im Vergleich zu Großbritannien würde ich sagen, dass das Wetter in Deutschland besser ist, aber vielleicht im Vergleich zu Spanien, okay, natürlich, Spanien hat besser Wetter. I just miss the food from back home. Yeah. For 1 year. And I think that 1 year has been amazing. So I met a lot of people. Kind of, we luckily had that kind of way into it. It kind of made things easier. Although the study was in English, so Right, yeah. I think we didn't realize how hard the language. I mean, I'm speaking for both of us, but how hard the language would be, and the bureaucracy that comes with that kind of thing. Yeah. But I work here now. I feel fairly settled. Kind of have some German friends and things like that. You'll be like, man, I'm definitely gonna jump in. Man, I had a rough night. Oh, did you? Come on, you have not. Oh, I'm old now. I can't. Oh, he's complaining. How old are you? Okay. I'm old. Sometimes boring, sometimes Right, fun. right, Yes. I would say that there's a lot of bureaucracy, a lot of papers that you have to get done when you move it. Like the French humor is definitely different than the German one. Right. Like, yeah, like the French joke just don't eat like German the same way. Like sometimes they're not understanding like our way of making humor, but otherwise, yeah. And also there's the fact that I feel like maybe the German are a bit more cold in a way. Yeah. Like for us French people, it's alright to just talk to someone, especially in south of France. It's alright to just. It's easy to talk to someone. In Germany, it's more weird to just in the streets talk to someone like that. Yeah. How was it coming to Germany from Brazil? Oh, this is one very beautiful history. I have one bar in Brazil. I was 14 years old. I have one little bar,
And come too much German people to me is from Switzerland, from French, from Paris. And later, after 2 years, one girl coming and say, "Oh, you look so nice. I want to invite you to Germany. You want to come?" And I was 18 years old. And I said to my mother, "Mama, please, right? Because after 21 years, you can't fly it with a signature from the father or the mother." And she say, "Okay, you go." And I come to Germany. And now I'm here. Wow. 30 years, tourism. Super. Ja. Ich kann nicht darüber sprechen, aber ja, die Frau aus Polen hat gesagt, am Anfang gibt es so viele Unterlagen, man, ähm, man geben muss, aber ja, natürlich, sie haben recht, aber wenn man als Ausländer in Deutschland ankommen, ähm, muss man im Büro ähm, Unterlagen geben. Und ja, man muss registrieren oder anmelden in Ausländerbehörde und so weiter. Und ja, ja, sie haben recht, natürlich. Cool. I mean, of course, everybody, just about everybody here speaks English, and they like practicing their English as well, and they're bloody good. Like if a German says my English is not so good, you know it's pretty bloody good, and if a Brit says my German's not very good, you know it's shit. So. Or the opposite when we say our German's amazing. The Germans are like, nah, dude, your German is awful. You know what I mean? It's like, Dankeschön. I miss Italy. I miss the weather, the food especially. But I like Germany for the techno environment. And especially, yeah, it's true. Like being an artist here, it's so much better than in Italy, for example. Like it's so easy to find job here. People actually go to theater, so we get like reward for what we do. Yeah. And great techno scene. Great techno scene, yeah. A lot of people have said that. Better than Berlin, do you think, or no? I mean, of course, not like Berlin, Yeah, but yeah. you can still find something good here. Yeah. Have you had any, for you guys, any? Ja, ich liebe kein Techno, also ich will nicht über Techno sagen, aber ich hab mich erinnert, dass der Mann aus Frankreich hat gesagt, dass in Deutschland gibt es also die Witze auf, ähm, auf Deutsch sind nicht so lustig und die Deutsche keinen Sinn für Humor haben. Ich würde sagen, ja, aber der Typ kommt aus Frankreich, also die Latin-Leute sind normalerweise mehr offen und sie machen mehr Witze im Vergleich zu den Deutschen. Und ja, aber die Deutsche hat auch Humor, aber dein Humor ist ein bisschen anders. Like challenges like coming here, like I think probably more so for you than Right. me because Yeah. I can blend in quite easily. I Yeah, feel like bureaucracy, I and also because I'm a foreigner and Arab, also Muslim, so it's hard for me to be here. And also different weather, because I'm from like a hot country, so Yeah, it's yeah. very hard to, like winters are quite depressing for me. Yeah. Obviously, the language, because you need to understand the stuff you can read in the streets. I don't know, when the train driver is shouting at you, you need to to get what they're talking about. If you're not Yeah. native speaker, then it's can be struggling. But otherwise, not really. Like, I mean, this city especially is pretty appropriate to foreign people. Like most of the time, everybody's speaking English correctly, so it's all right. I love the summertime here, and I don't know. There's so much like artistic, I don't know, endeavors and things. Paperwork. That's challenging. Yeah. Getting a place to stay, you know. I think in Munich is really hard. Yeah. Yeah. So if you're an international student, you're coming to Munich, be a bit aware of that. It's really hard to get a room here. Yeah. So it's easier to get a job, but it's a bit difficult to get a place to stay. How was the process? Ja, ich stimme vollkommen zu. Ich war Obdachlose vor vielleicht 6 Monaten oder so in Deutschland. Es ist sehr, sehr hart, ein Zimmer zu finden als Student. Und es ist einfacher, einen Job zu finden als ein Zimmer. Und das ist nicht, ich wohne in Freiburg, der Typ hat über München gesprochen, aber ich glaube, es ist
in der ganzen Deutschland als Studentin ist es dasselbe Problem, weil die Universität normalerweise, wenn du eine Stelle an der Uni bekommen, also das kommt nicht mit, das kommt nicht mit kein Zimmer. Also du musst selbst ein Zimmer finden. Und das ist ein bisschen hart als Ausländer. Ich glaube, die ein Wohnheim, ähm, die Wohnheim normalerweise bevorzuge Deutschstudent oder deutschsprachige Studentin. Und ja, das ist, ja, It's obviously coming to here ja, to move also das ist ein Nachteil, in Deutschland zu studieren. to Germany. Like, do you think like in Germany it was quite an easy one? It depends obviously where you're from. Who wants to go in? The trauma. Yeah. It was a trauma to come here. Right. Speak another language, other people, like they're different. They're more cold here comparing to Italy, especially. Like, you know, we're so much more open and friendly. It's more strict in here. Yeah. Like in Portugal, there is really this. It's a secure country, but you don't really feel the rules over you. While in Germany, you really feel surrounded by rules. But I mean, you feel protected as well. So I don't see it as a bad thing. Because I come from Egypt, and so I have to apply for a visa, and I have to go for an interview. That's for my studies, and I have to wait like 2 months for my visa to get accepted. Yeah. Then I come here. So I came like 2 months late for my studies, and yeah, I finished my masters and start working here now. But the language is the biggest burden. Yeah, not many can or willing to speak English. Yeah, I would like say the safety law and order, and also like Munich is a very big city like here in Germany, and you have like a lot of companies who are also here, so it's not that hard to find a job, and it's a very like good location. It's the best one in Germany. Like Merkel once said in an interview, it's like the best city in Germany. I mean, as a European, it's fairly easy. Most of the time, the administrative paper are fairly easy to do because we're European. I know for other countries, it's way more difficult to get a permit, stuff like that. For us, it was fairly easy. Yeah. Like the administrative part is way more complicated than in France. We're not used to that. In France, you just pop somewhere and say, okay, now want to study here, to live here, and it's all right. Here, you need to fill a lot of form, talk to people, otherwise The Australian people are much more like relaxed. Also in Deutschland, wenn man in eine neue Stadt umziehen, muss man anmelden, zuerst anmelden. Also du musst zu Stadt Rathaus gehen und sich anmelden. Vielleicht, also ich habe nie in Frankreich gewohnt, also ich kenne wie die Prozess wie ist in Frankreich, aber in Deutschland, also nicht nur in einer neuen Stadt, wenn man zu einer neuen Wohnung ziehen. Also wenn ich in diese Wohnung gezogen habe, hatte ich im Rathaus gemeldet. Relaxed and chill than here, and especially because I came when I was like 15, 16, it was quite difficult. Like I struggled the first year a lot, but it gets better and you get more comfortable and more confident. So. Did you go on your own? It's just bloody hell. Right. Yeah, it was difficult. It was, but you learn how to deal with it. So. What was the most difficult part, like coming here for you? I was very isolated at the start because it was when Corona was still quite, present. And I was living with an old German lady. I won't say more. But yeah, then I got more confident when I learnt a bit of the language, which now I don't remember. But yeah, it's. That's so good. You're doing well. You're here. You know what I mean? It's a pleasure. Thank you guys so much. Yeah, absolutely one last one. Also, I'm doing a Brit thing again. Ciao. Die Sprache normalerweise It's als me in Ausländer, die French. Sprache Again? ist das größte Problem. Thank you, Chef. It's wicked meeting you guys. In viele deutsche Städte wie München, Freiburg oder Berlin kann man ohne Deutsch wohnen oder ohne Deutsch leben, weil es gibt so viele Leute auf der Straße, Englisch sprechen kann oder Französisch, wenn man auf Frankreich oder französisch sprechende Leute ankommen. Ja, aber
bei der Arbeit ist ein bisschen schwierig mit Kollegen, Freunden zu finden, weil normalerweise würden sie auf Deutsch bei der Arbeit sprechen. Immer auch in die amtlichen, amtliche Prozesse normalerweise sind immer auf Deutsch. Und wenn man vielleicht einen Mietvertrag bekomme oder einen Handyvertrag, normalerweise sind die Vertrag auf Deutsch. Also, aber man kann mit Handy übersetzen. Also ich hab hier ein paar Dokumente vom Wohnheim bekommen, dass ich übersetzen muss und dann danach reagieren oder beantworten. Also ja, also das war das Video und danke, dass Sie wieder auf meinen Kanal kommt und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.